Wir sind zurück in Spanien, zurück im Land mit dem großzügigen Tankrabatt. Das haben wir jetzt auch direkt schon mal genutzt. Dazu gleich mehr, aber erstmal Intro ab. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und mit unserem Campervan bereisen wir derzeit ausgiebig Europa. In den letzten Wochen und Monaten haben wir bereits den abwechslungsreichen Norden Spaniens bereist und sind anschließend mit vielen Stops entlang der Atlantikküste einmal komplett von Nord nach Süd durchs sehenswerte Portugal gefahren. Im heutigen Video erkunden wir nun die ersten Sehenswürdigkeiten Andalusiens. Wir besuchen eine der berühmtesten Pilgerorte Spaniens, lassen uns von einer Großstadt verzaubern, übernachten in einem Hafen, empfangen ein Paket aus der Heimat, räumen in bester Gesellschaft auf und lassen unseren Camper dann für einige Wochen zurück. Aber fangen wir vorne an. Los geht's! Ja, jetzt hat es doch tatsächlich schon wieder angefangen zu regnen. Es war nur ein kurzer Schauer, aber ein richtig kräftiger. Das Wetter hier spielt wirklich ein bisschen verrückt in letzter Zeit. Wir haben uns sagen lassen, dass es deutlich mehr regnet als normalerweise in dieser Jahreszeit. Das gleiche war auch schon in Portugal in den letzten Wochen so. Unsere erste Amtshandlung übrigens, nachdem wir von Portugal aus über die Grenze hierher nach Südspanien gefahren sind, war es zu tanken. 1,73 € war der angeschlagene Dieselpreis und an der Kasse wurden davon dann nochmal 25 Cent pro Liter abgezogen. 20 Cent als Tankrabatt vom spanischen Staat und 5 Cent von der Tankstellengesellschaft nochmal. Also alles in allem knapp 20 € Rabatt. Richtig gut. Danke, spanischer Staat, dass es das hier gibt. Das eingesparte Geld können wir jetzt zum Beispiel dafür nutzen, um uns einen neuen Tankdeckel zu kaufen. Denn der scheint in den letzten Tagen irgendwie abgefallen zu sein oder jemand hat ihn uns geklaut. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt stattdessen mal unseren Gardena Fülladapter da drauf geschraubt und die Löcher zugeklebt, damit er nicht irgendwie Kleintier reinkriecht in den Tank. Aber das ist natürlich nur ein Provisorium. Wir werden mal gucken, ob wir in den nächsten Tagen irgendwo so einen Tankdeckel finden. Jetzt brechen wir aber erstmal auf, fahren zum ersten Ziel von heute, was wir uns anschauen wollen. Hoffen, dass es nicht nochmal stark anfängt zu regnen. Wo wir hinfahren, das erzählen wir euch gleich. Jetzt erstmal los! Guck mal! Da sind super viele Flamingos. Jetzt kann man sie nicht mehr sehen. Aber da waren 100 Flamingos. Genau 100? Genau 100. Ich habe gezählt. Wir sind ja jetzt am Rande des kleinen Ortes El Rocío. Der Ort ist vor allem als Wallfahrtsort bekannt. Jedes Jahr rund um Pfingsten sollen knapp 1 Million Pilgerreisende hierher kommen. Wohl weil im 13. Jahrhundert hier eine Jungfrauenstatue gefunden wurde. 1 Million Menschen sind natürlich ein herber Einfluss auf so einen kleinen Ort, in dem ansonsten, glaube ich, 800 Menschen nur leben. Wir gehen uns das jetzt mal angucken. Viele der Häuser wurden, glaube ich, auch nur gebaut eben für diese Pilgerreisende, um die einmal im Jahr aufzunehmen. Die stehen ansonsten die meiste Zeit des Jahres leer. Wir gehen uns das mal angucken. Ja. Es gibt hier im ganzen Ort keine geteerten Straßen. Das heißt, nach dem Regen der letzten Tage wird das bestimmt eine etwas matschige Angelegenheit. Ja, das kann man sagen. Aber dafür macht es auch den Ort aus. Der Matsch macht den Ort aus? Genau, der Matsch macht den Ort aus. Ja, kommt ihr her für den Matsch? Ja.
Es sieht schon aus hier wie so im Western. Also wenn es hier ein bisschen wärmer wäre und ein bisschen trockener, dann kann man sich das schon richtig gut vorstellen. Und wenn ein paar mehr Leute hier wären. Ja, ist ganz schön verwaist heute. Ja. Jetzt müsste hier so ein Büschel durchs Bild rollen. Ja, weißt du? so ein Heuballen. Es ist in jedem Fall sehr sehenswert hier, wobei ich noch nicht weiß, ob es sich vor allem deswegen so besonders anfühlt, weil hier gerade niemand anderes ist und wir so ziemlich alleine hier unterwegs sind. Oder ob es nicht eigentlich zur Stimmung beitragen würde, wenn hier ein bisschen mehr Leben ist. Also jetzt nicht 1 Million Menschen, aber so, wir haben gelesen, dass auch im normalen Touristenalltag hier irgendwie viele Kutschen unterwegs sind, viele Menschen unterwegs sind, viele Pferde unterwegs sind. Das hätte, glaube ich, auch noch mal was. Das hat sich absolut gelohnt, hier hinzukommen. Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Nachdem es jetzt die letzten Tage die ganze Zeit geregnet hat, hatten wir immer wieder richtig Sonnenschein und es hat nicht geregnet zum Glück. Jetzt fahren wir aber weiter nach Sevilla. Ganz genau. Es ist zwar schon relativ spät, in einer Stunde geht die Sonne unter und bis Sevilla ist es auch noch eine gute Stunde Fahrt. Aber am Wochenende ist das Wetter da gut angesagt. Das heißt, ja, das wollen wir auf jeden Fall nutzen, um uns die Stadt anzuschauen. Außerdem wollen wir versuchen, da heute Abend noch ein Paket abzuholen. Deswegen fahren wir jetzt noch bis Sevilla und suchen uns dann irgendwo da einen Stellplatz. Das hat geklappt, sehr gut. Zur Erklärung, da ist vor allem eine Kreditkarte drin. Meine Kreditkarte war abgelaufen, ich brauchte eine neue und die habe ich mir dann von meinem Papa aus der Heimat zuschicken lassen. Die ist natürlich nicht so groß, da ist noch mehr drin, denn wir haben uns gesagt, wenn er eh schon ein Paket schickt und wir ja nächste Woche in die Heimat fliegen, packt er da gleich direkt 2 große Reisetaschen mit rein von uns aus der Heimat, weil wir haben hier irgendwie keine Koffer oder irgendwas in der Art dabei und bevor wir jetzt hier irgendwie was dafür kaufen müssen, haben wir gedacht, lassen wir uns die schicken, sparen wir ein bisschen Geld. Guten Morgen, wir haben es jetzt einen ganzen Tag später, denn gestern sind wir den ganzen Tag hier auf dem Stellplatz geblieben, da der Wetterbericht für Sevilla drüben nochmal ganz schön regnerisch war. Hier sind wir knapp 20 Kilometer außerhalb der Stadt und stehen auf einem kostenlosen, sehr gut besuchten Stellplatz. Um uns Sevilla jetzt aber anzuschauen, suchen wir uns einen Stellplatz, der ein bisschen näher dran ist an der Stadt. Los geht's!
rund um Sevilla gibt es ja 3, 4 Wohnmobilstellplätze, die alle relativ ähnlich nah an der Stadt dran sind. Und dann gibt es auch noch ein paar richtige Campingplätze, die dann aber ja noch mal ein Stück weiter draußen sind. Wir haben uns jetzt hier für den Stellplatz in Gelves, im Hafen von Gelves, entschieden. Das ist so, ja, ich denke so 20 Minuten, 25 Minuten mit dem Bus außerhalb von Sevilla. Wir stehen hier, wie gesagt, im Hafen. Ich denke, hier ist so ungefähr Platz für 20 Wohnmobile. Wir zahlen hier 15 Euro ohne Strom, 3 Euro mit Strom. Wir haben jetzt Strom tatsächlich ausnahmsweise mal genutzt nach dem vielen Regen in den letzten Tagen. Und wir haben hier auch einen Zettel bekommen mit dem Busfahrplan und allem drum und dran. Aber wir werden uns jetzt, denke ich, fix einen Uber schnappen, weil wir jetzt keine Lust haben, uns noch in den Busfahrplan einzufuchsen. Und los geht's! Eigentlich hatten wir uns einen groben Plan gemacht, welche Sehenswürdigkeiten wir uns heute angucken wollen. Aber unser Uber-Fahrer hat gesagt, ihr müsst auf den Torre Sevilla, auf die Aussichtsplattform auf dem 50. Stockwerk, glaube ich. Ja, 50. oder 40. Ja, und da haben wir uns dann jetzt einfach direkt absetzen lassen, unsere Pläne umgeschmissen und da fahren wir mal hoch und gucken, wie die Aussicht ist. Die Aussicht war cool, aber gerade in die Richtung Altstadt war es doch relativ diesig und die Sonne steht so niedrig, dass gerade in diese Richtung die Aussicht nicht ganz so gut war, wie sie vielleicht hätte sein können. Aber es ist ganz nett. Kann man mal machen. Mhm. Zur Einordnung, wir haben nicht nur Wochenende, sondern wir haben den letzten Samstag vor Weihnachten. Deswegen ist es wahrscheinlich doppelt und dreifach voll heute. Ja. Wir sind jetzt an der Kathedrale von Sevilla. Das ist eine der größten Kirchen dieser Welt. Von außen ist es schon wahnsinnig imposant und wir gehen uns jetzt ein Ticket kaufen, um auch reingucken zu können. Die Kathedrale Maria de la Sede wurde von 1401 bis 1519 am Ort der ehemaligen arabischen Hauptmoschee erbaut, nachdem Sevilla im Rahmen der Reconquista wieder unter christliche Herrschaft fiel. Mit 82 Metern Breite und 145 Metern Länge ist sie das größte Kirchengebäude Spaniens und eine der größten Kathedralen der Welt. Neben dem größten Altaraufsatz der Welt beherbergt die Kathedrale auch den Sarkophag des Christoph Kolumbus, Wiederentdecker Amerikas.
Was man bei einem Besuch auf keinen Fall verpassen darf, ist auch die Aussicht vom rund 100 Meter hohen Kirchturm der Giralda, von dessen Aussichtsplattform man einen herrlichen Blick auf die Altstadt und das Umland hat. Eins ist klar, Sevilla hat so viel zu bieten, dass wir gar nicht jede einzelne Sehenswürdigkeit besuchen können, geschweige denn ausführlich kommentieren können. Ich denke, wir werden hier so einen kleinen Schnelldurchlauf für das Video machen. Wahnsinn, was es hier alles gibt. Eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Richtig schön. Sevilla hat viele schöne Plätze. Einer der bekanntesten ist ohne Frage der Plaza de España. Der halbkreisförmige Platz mit seinen umliegenden Gebäuden wurde für die Iberoamerikanische Ausstellung von 1929 erbaut. Beliebte Fotomotive sind hier nicht nur der geschwungene Kanal und seine verzierten Brücken, sondern auch 52 Bänke, deren Fliesenornamente die 52 Provinzen Spaniens symbolisieren. Direkt neben dem Plaza de España beginnt die grüne Lunge Sevillas, der Parque de María Luisa. Allein in diesem Park könnte man wohl einen ganzen Nachmittag verbringen. Von hier machen wir uns schließlich auf den Weg zurück in Richtung Altstadt, um dort bei Einbruch der Dunkelheit noch die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen zu sehen. Wir laufen vorbei am San Telmo-Palast, schauen uns den Torre del Oro, einen ehemaligen Wachturm an der Einfahrt des einstigen Hafens von Sevilla an, und folgen dann dem städtischen Fluss, an dessen Ufern reges Treiben herrscht. Sevilla hat 690.000 Einwohner. Ich glaube, die sind jetzt gerade alle hier in der Altstadt. Es ist Wahnsinn, wie voll das ist. Ja, das waren ganz schöne Menschenmassen. Das ist man ja durch Corona gar nicht mehr gewöhnt, oder wir sind es zumindest nicht mehr gewöhnt. Aber es war trotzdem
richtig schön. Ja. Sevilla hat uns wahnsinnig gut gefallen und die Stadt dann abends nochmal mit der Weihnachtsbeleuchtung zu sehen, war ein richtig schöner, gelungener Abschluss. Jetzt sind wir schon wieder 70 Kilometer weiter östlich von Sevilla. Nach einer ruhigen, angenehmen Nacht auf dem Stellplatz im Hafen haben wir uns gestern dann auf den Weg Richtung Malaga gemacht. Und jetzt stehen wir hier in einem kleinen Ort auf einem richtigen Luxusstellplatz. Es gibt hier nämlich von der Kommune einen Wohnmobilstellplatz, der nicht nur kostenlos ist, der nicht nur ein Toilettenhäuschen samt Duschen hat, sondern auf dem es auch noch auf jeder Parzelle kostenlos ein Wasser, ein Abwasser und einen Stromanschluss gibt. Wirklich richtig verwunderlich, aber richtig cool auch. Ja, tatsächlich brauchen wir das alles gerade ja nicht wirklich, da wir in der Regel immer sehr autark sind. Aber wenn es das schon gibt, dann nehmen wir das natürlich gerne mit. Wir haben ja gestern unseren Camper schon ein bisschen klar Schiff gemacht, ein bisschen aufgeräumt, Wäsche gewaschen, zwischendurch immer mal wieder eine kleine süße Katze gestreichelt, die hier zu Besuch war. Morgen werden wir dann nochmal ein paar weitere Erledigungen machen und unter anderem auch unsere spanische Gasflasche nochmal tauschen lassen, denn die ist heute Nacht leer gegangen. Und dann fahren wir weiter Richtung Malaga und geben dann da unseren Camper in eine Lagerfläche auf so einen Stellplatz, Parkplatz für Wohnmobile, da wir ja am Donnerstagabend dann nach Deutschland fliegen, um Weihnachten und Neujahr mit Freunden und Familien zu verbringen. Das haben wir im letzten Video schon berichtet. Wir hoffen sehr, dass mit der Einlagerung unseres Campers alles klappt und dass wir ihn in 2,5 Wochen dann heile wieder in Empfang nehmen können. Wie das klappt oder wie es dann hoffentlich geklappt hat, werden wir in unserem nächsten Video aus Südspanien berichten, sobald wir im neuen Jahr wieder hier sind. Jetzt sind wir aber, wie gesagt, erstmal 2,5 Wochen in Deutschland. Wenn dieses Video online geht, ist gerade der 25.12., also frohe Weihnachten. Und auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten. Die haben wir hoffentlich auch. Und wir würden uns freuen, euch auch im neuen Jahr hier wiederzusehen. Wir haben in den letzten Tagen ein paar Sachen gefilmt, damit wir euch auch während unserer Zeit in Deutschland ohne Camper hier ab und zu mal ein Video präsentieren können. Wenn ihr unseren Kanal also noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald wir ein Video hochladen. Ja, und damit bleibt uns, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Freut uns, dass ihr wieder mal mit dabei wart. Genießt die Feiertage, kommt gut rüber ins neue Jahr. Vielen Dank für dieses überragende, sehr abwechslungsreiche, faszinierende Jahr 2022. Ganz herzliche Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal. Ciao! Mudding is the thing, dass man sich in Matsch reinlegt und das ist irgendwie gut für die Haut oder so. Ich glaube, es muss bestimmter Matsch sein. Ja, ja, ich meine, bitte, wir sind ja ein Wallfahrtsort. Ach so, Wallfahrtsort, woher sonst? Ja, dann ist das wahrscheinlich gut. Aber am Wochenende ist da gutes Wetter. Jetzt mal ein bisschen aufrecht hin. Lump.